Hallo Leute, ich habe letztens in der Drogerie eine neue Skincare-Marke entdeckt, die sich Q&A Skin nennt. Und ich habe mir 2 Produkte dieser Marke gekauft, habe sie getestet. Aber dazu kommen wir dann im zweiten Teil des Videos. Im ersten Teil des Videos schauen wir uns mal die Produktrange an und wie die Sachen so formuliert sind. Ich habe dazu auch mal wieder eine kleine Übersicht gemacht. Aber bevor wir loslegen, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr euch auch für Hautpflege und Inhaltsstoffe in Kosmetik interessieren solltet. Dann kommen wir mal zu meiner kleinen, aber feinen Übersicht zu den Produkten. Es sind jetzt nicht alle Produkte in der Übersicht zu sehen. Eins davon habe ich mir auf Instagram angeschaut, also falls euch dafür interessieren solltet, dann schaut unbedingt auf meinem Instagram-Account vorbei. Findet ihr wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Das erste Produkt, das wir uns anschauen, ist der Cleanser und der enthält milde Tenside, ist auch komplett unparfümiert, was ich großartig finde. Aber was ich bei solchen Produkten, die man vom Gesicht wieder runterspült, immer ein bisschen schade finde, wenn bestimmte Rohstoffe enthalten sind, die eigentlich in einem Rinse-Off-Produkt jetzt nicht wirklich einen Nutzen haben, wie beispielsweise Natriumhyaluronat, und das ist auch ein Rohstoff, der relativ teuer ist, also eigentlich viel zu schade, um das Ganze, die Klospülung runterzuspülen, beziehungsweise nicht die Klospülung, sondern das Waschbecken runterzuspülen. Ich weiß ja nicht, wer sich sein Gesicht über der Klospülung wäscht. Als nächstes habe ich hier das Q&A Niacinamid Gesichtswasser und das enthält auch tatsächlich 5% Niacinamid. Das habe ich von Q&A Skin bestätigt bekommen, also ich habe extra angefragt, weil natürlich hier auf dem Gesichtswasser einige Claims gemacht werden, die sehr konzentrationsabhängig sind. Und zu Niacinamid als Inhaltsstoff habe ich bereits einige Videos gemacht, vor allem im Zusammenhang mit dem neuen Balea Niacinamid Serum und auch in einem Video, wo ich unterschiedliche Niacinamid Produkte aus der Drogerie miteinander verglichen habe. Die Videos verlinke ich euch oben in den i und selbstverständlich auch nochmal unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das sehr gerne nochmal anschauen. 5% Niacinamid sind eine wirklich tolle Konzentration und sehr einsteigerfreundlich. Dann bekommt ihr hier noch feuchtigkeitsbindendes Glycerin, Natriumhyaluronat, Xylitol und Betain und ja, auch noch feuchtigkeitsbindenden Aloe Vera Saft. Das Zink PCA Serum von Q&A enthält einige feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Propylenglykol und auch Zink PCA. Außerdem sind auch noch einige fermentierte Extrakte enthalten, die hautberuhigend wirken. Ich finde es auch großartig, dass dieses Serum komplett unparfümiert ist und keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthält. Also falls ihr Duftstoffallergiker oder Allergikerin seid, dann könnt ihr euch dieses Serum auf jeden Fall mal anschauen. Beim Q&A Vitamin C Serum handelt es sich um eine leichte Emulsion, die pflegendes Neutralöl enthält, feuchtigkeitsbindendes Glycerin und feuchtigkeitsbindende Hyaluronsäure. Was die Ascorbinsäure in dem Serum angeht, würde ich persönlich nicht zu viel davon erwarten, denn die Konzentration ist höchstwahrscheinlich relativ gering, was mich auch nicht allzu sehr verwundert, weil Ascorbinsäure innerhalb solcher Emulsionen immer relativ schwer zu stabilisieren ist. Man hätte hier auch eventuell auf ein Derivat setzen können und das Ganze auch höher konzentrieren können, aber es ist nun mal, wie es ist, und ihr solltet von dem enthaltenen Vitamin C einfach nicht zu viel erwarten. Ich trage den Niacinamid-Toner mit einem Pad auf, weil der mir persönlich zu flüssig, aber auch gleichzeitig zu klebrig ist, weshalb ich es als sehr unangenehm empfinde, das Gesichtswasser direkt in die Haut einzumassieren, aber ansonsten habe ich diesen Toner während der kompletten Testzeit wunderbar vertragen. Dann habe ich mich als nächstes fürs Zink PCA Serum entschieden und das lässt sich easy auf der Haut verteilen, wird jedoch nach dem Antrocknen relativ klebrig. Vor allem in Kombi mit dem Gesichtswasser fand ich das Ganze sehr unangenehm, weshalb ich beide Produkte eher abends verwendet habe. Darüber trage ich dann auch noch meine eigene Vitamin C Creme auf, um noch so ein bisschen mehr Pflege zu bekommen.
Und falls ihr euch jetzt fragen solltet, was es mit dem Inhaltsstoff Zink-PCA auf sich hat und welche Vorteile er für die Haut mitbringt, hier kommen ein paar Infos dazu. Bei Zink-PCA handelt es sich um eine Verbindung aus Zink und Pyrrolidon-Carbonsäure, welche auch zu den natürlichen Feuchthaltefaktoren gehört, weshalb Zink-PCA auch ein feuchtigkeitsbindender Effekt zugeschrieben wird. Zink-PCA kann durchaus antioxidativ wirken und wird in Einsatzkonzentrationen zwischen 0,2 und 1% in Hautpflegeprodukten verwendet, weil es auch nicht gerade easy in der Verarbeitung ist. Außerdem wird Zink-PCA eine antimikrobielle Wirkung zugeschrieben, die ausschließlich in vitro getestet wurde und auch nur an einer ganz bestimmten Art von Bakterium, die natürlicherweise auf der menschlichen Haut vorkommt und auch bei Akne-Patienten bzw. Patientinnen überhand nehmen kann und auch zu einem Problem werden kann. Jedoch ist das kein Garant dafür, dass Zink-PCA besonders dafür geeignet ist, Akne zu behandeln, denn da gibt es durchaus besser erforschte Stoffe, die auch tatsächlich an Akne-Patienten und Patientinnen getestet wurden. Die Wirkweise von Zink hängt stark von der jeweiligen Verbindung ab und auch viele Studien beziehen sich hauptsächlich auf die orale Einnahme oder wurden gar nicht erst am Menschen durchgeführt. Zu Zink-PCA beispielsweise existiert gar nicht so viel, weshalb ihr die beworbenen Effekte mit einem Augenzwinkern betrachten solltet. Abschließend muss ich sagen, dass mich leider keines der Produkte hundertprozentig überzeugen konnte, was schlichtweg daran liegt, dass sie mir viel zu klebrig auf der Haut sind und darauf folgende Produkte so ein bisschen unangenehm machen. Aber wenn euch das überhaupt nicht stört, dann solltet ihr euch die Hautpflege von Q&A definitiv mal anschauen, denn die Sachen sind erstens bezahlbar, zweitens enthalten sie schöne Actives und drittens sind sie zum größten Teil mild formuliert.